Bei dir wurde ein BWS-Syndrom diagnostiziert, also Schmerzen in der Brustwirbelsäule, vielleicht vorne im Brustbeinbereich, Nacken, du kriegst beim Bewegen Rippenschmerzen, hast vielleicht Atembeschwerden, natürlich beim Arzt abklären lassen, dass das nichts Organisches ist. 15 Minuten machen wir ein paar Übungen mit einer großen Chance, dass es dir hinterher besser geht. Wir fangen direkt an mit der ersten Übung und öffnen den Brustkorb. Wir gehen in die Ecke oder in einen Türrahmen. Such dir am besten eine Ecke, das wäre die bessere Wahl, obwohl Türrahmen auch möglich ist, wenn du keine Ecke hast. Nimm die Arme horizontal, geh ein bisschen höher, streck die Ellbogen voll durch, stell dich erstmal nur so hin. Und wenn du so stehst, dann gehst du mit einem Fuß ein bisschen zurück und mit dem anderen Fuß ein bisschen vor, dass du einen guten Stand hast. Hast die Ellbogen voll gestreckt und jetzt geh mal nach vorne. Wenn du merkst, du bist zu weit nach hinten gegangen mit dem einen Fuß, dann rück ihn noch ein bisschen nach. Lass die Arme gestreckt und jetzt schiebst du das obere Ende deines Brustbeins. Das schiebst du in Richtung Ecke. Und wenn du merkst, du kannst noch mehr hinein, klebst aber an der Wand fest, dann beugst du deine Finger, hebst die Handwurzel ab. Jetzt sind die Ellbogen automatisch ein bisschen gebeugt und dann hast du wieder Platz, mehr reinzugehen und mehr in die Dehnung zu gehen. Und wenn das deutlich anfängt zu ziehen im Bereich der Schulter, der Brust, dann arbeitest du dich immer weiter rein. Atme dabei schön, bleib immer in dem Bereich, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Tiefes Ein- und Ausatmen, achte auch mal drauf, ob, falls du Atembeschwerden hast, sich das jetzt schon anders anfühlt eventuell, weil das öffnet, sodass man normalerweise leichter und besser atmen kann. Und dann drückst du mit beiden Händen gegen die Wand, lässt dabei die Ellbogen gestreckt, drückst noch ein bisschen fester und drückst noch ein bisschen fester, richtig viel Kraft in die Dehnung geben. Das sind die besten Muskeln, die wir haben können. Kräftig und gleichzeitig nachgiebig. Das ist zumindest unsere langjährige Erfahrung. Schön gegen die Wände drücken nochmal und nochmal mehr gegen die Wände drücken. Und locker lassen und nochmal weiter reingehen. Und dann gehst du wieder zurück und jetzt ändern wir den Winkel und gehen ein bisschen höher mit den Händen, dass wir nochmal andere Strukturen jetzt im Bereich Schulter-Brustkorb in die Dehnung reinbekommen. Die Ellbogen sind wieder voll gestreckt. Das obere Ende des Brustbeins geht weiter in die Ecke hinein. Und wenn du in dem Bereich bist, wo du es gerade noch gut ertragen kannst, fängst du an zu drücken. Drück mit beiden Händen so kräftig wie möglich gegen die Wände und dein Körper bewegt sich kein bisschen dabei. Du strengst dich nur richtig an. Dann lass locker und geh mit dem oberen Ende des Brustbeins weiter in die Ecke hinein. Du merkst ja, wie das immer weiter nachgibt. Rutsch auch mit den Händen noch ein bisschen weiter zur Ecke hin, dass du mehr in die Ecke gehen kannst. Und nochmal, drücke richtig fest. Achte darauf, dass die Ellbogen gestreckt sind. Und drücke fester. Und noch ein bisschen fester. Und noch ein bisschen fester. Lass wieder locker. Beweg dich Millimeter für Millimeter noch ein bisschen weiter rein. Greif nochmal um. Verstärke die Dehnung nochmal ein bisschen. Immer im Ausatmen tiefer reingehen und jetzt komm mal raus aus der Ecke und fühl mal kurz rein.
Je nachdem, wo du deine Probleme hast, vielleicht hat sich schon was geändert, versuch's mal auszulösen und nimm mal wahr, was schon anders geworden ist. Und jetzt setz dich auf einen Stuhl oder geh in den Fersensitz, wie ich das mache. Und jetzt musst du dir vorstellen, hier innen hängt ja das Zwerchfell ringsherum festgemacht und hat ganz viel mit Brustkorb, mit Rippen, mit Brustwirbelsäulen-Problemen zu tun. Und deswegen dehnen wir jetzt das Zwerchfell. Du atmest dazu tief ein und atmest aus. Durch den Mund immer mehr Luft raus, Luft raus, Luft raus, Luft raus, Luft raus. Dann machst du den Mund zu und saugst gegen die zugehaltene Nase und stößt dann noch mehr Luft aus. Und wiederholst das. Jetzt machen wir eine Runde, wo du es selbst machst und ich erkläre es dir. Beginne damit, dass du die Nase zuhältst. Atme ein und pust raus. Puste raus. Alles rauspusten. Dann schließt du den Mund. Versuchst Luft durch die Nase einzusaugen, was natürlich nicht geht. Versuch das einen Moment. Dann atme noch mehr aus, weil es dehnt sich das Zwerchfell noch mehr. Dann atme wieder. Versuche einzuatmen. Die Nase ist aber zu. Atme mehr durch den Mund aus. So oft, wie du Sauerstoff hast. Am liebsten würden wir die Übung 2 bis 2,5 Minuten machen, aber so lange kann man meistens die Luft nicht anhalten. Ja? Nochmal zusammen. Ich atme ein. Alles raus. Und dann. Nochmal tief ein, tief aus. Und jetzt nimmst du ein Handtuch oder eine Schlaufe und gehst in den Sitz, setz dich irgendwie hin, greife hinten in die Schlaufe oder ins Handtuch, streck deine Ellbogen und jetzt läufst du auf den Fingerspitzen immer weiter nach hinten und merkst, auch das dehnt vorne im Bereich der Brustmuskulatur, der Schulter, diese ganze Ecke. Geh immer weiter nach hinten mit den Armen, mit den Händen. Und wenn du deine Dehnung erreicht hast, die gerade noch gut erträglich ist, dann drückst du mit den Handflächen so fest wie möglich gegen den Boden. Richtig fest dagegen drücken. Und lass locker und geh noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Und komm, nochmal. Du drückst mit den Händen gegen den Boden. Noch fester drücken. Lässt locker. Gehst noch ein bisschen weiter rein. Und nochmal, du drückst gegen den Boden, lässt locker, gehst noch weiter rein. Du bringst Kraft genau in die Muskeln, die zu kurz sind, die zu angespannt sind und dadurch werden die immer elastischer und gewöhnen sich an eine immer größere Länge. Und nochmal, du drückst, lässt locker und gehst weiter rein. Und dann langsam wieder raus, langsam bewegen und jetzt gehst du in den Fersensitz, geh so weit runter, wie es geht. Wenn du nicht ganz runter kommst, bleibst du halt auf dieser Höhe. Am besten wäre, du gehst ganz runter,
nimmst die Hände nach vorne und jetzt ziehst du mit den Händen deine Arme aus den Schultern raus und ziehst dich immer tiefer. Und dann merkst du, wie es auch meistens hinten an der Schulter so seitlich runterzieht, hinten am Rücken runterzieht. Atme dabei und zieh dich immer weiter in diese Position. Und lass einen Moment Zeit, weil das sind große Muskelstränge, die dranhängen. Die brauchen eine Weile, bis sie nachgeben. Immer weiter rein. Immer wenn du merkst, es könnte noch ein Stückchen gehen, ziehst du dich weiter. Versuche auch mit den Knien so dicht wie möglich zusammen zu bleiben. Und dann beginnst du und drückst mit deinen Handflächen nach schräg außen, unten gegen den Boden. Also nicht senkrecht runter, sondern ein bisschen nach außen. Richtig Druck aufbauen, mehr Druck aufbauen. Drück noch ein bisschen mehr. Lass locker und versuche, die Arme noch ein bisschen weiter aus den Schultern rauszuziehen. Und nochmal. Du drückst mit den Händen gegen den Boden und drückst mehr gegen den Boden und noch ein bisschen mehr. Lässt wieder locker, versuchst wieder ein bisschen rauszuziehen und noch einmal. Du drückst gegen den Boden, drückst mehr gegen den Boden und noch mehr. Lässt locker und ziehst nochmal und kommst dann langsam wieder raus. Super gut gemacht. Und jetzt gehen wir zur letzten Übung, die gleichzeitig auch deine Haltung optimiert. Und zwar, gib doch mal einen Daumen nach oben, wenn es dir Spaß macht bis hierhin und du schon vielleicht eine Wirkung sogar gemerkt hast. Und beschreib doch mal, welche Übungen dir besonders schwer fallen. Jetzt zieh erstmal deinen Kopf so, dass das Kinn möglichst dicht zum Kehlkopf kommt und arbeite dich mit der Lendenwirbelsäule so weit wie möglich runter, dass du einen ganz geraden Rücken bekommst. Versuche mit der Lendenwirbelsäule den Boden zu berühren. Immer weiter runterarbeiten. Versuche Kontakt zu kriegen. Und nimm deine Arme rechts und links neben den Körper. Und jetzt willst du mit der Lendenwirbelsäule runter. Das ist anstrengend. Das ist ein richtiges Krafttraining für deine Wirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule will runter, dein Kinn will runter und deine Arme drücken gegen den Boden. Richtig gegen den Boden drücken mit den Armen. Lendenwirbelsäule runter. Kinn runter. Ellbogen drücken gegen den Boden. Und der Handrücken. Beide drücken gegen den Boden. Und nochmal. Voll konzentrieren. Die Lendenwirbelsäule will runter. Das Kinn will mehr zum Kehlkopf. Komm, mach mit. Beide Ellbogen drücken gegen den Boden. Alle anderen Kräfte werden gehalten. Die Handrücken drücken gegen den Boden. Und nochmal. Lendenwirbelsäule runter. Das letzte Mal, streng dich an. Lendenwirbelsäule runter. Kinn runter. Ellbogen runter. Handrücken runter. Und alles nochmal steigern. Alles steigern. Noch mehr steigern. Noch mehr steigern. Und entspann dich und bleib am besten direkt liegen. Und ruh dich aus.
Atme durch, fühl rein. Kann gut sein, dass es dir schon geholfen hat. Bleib bei der Routine dran. Ja, die ist richtig intensiv für diesen Bereich. Mach die so oft, wie du Zeit hast. Eine Playlist mit anderen Routinen kriegst du hier, eine Vorschlagsliste, eine ausgesuchte. Und abonniere unseren Kanal, damit du keins unserer Videos, unsere Übungen versäumst. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitmachen.